Hi Friends, ich hoffe euch geht's gut. Heute ist Sonntag und ich habe gerade so ein comfy Fit an, also ein Hoodie und eine Jogginghose, denn ich wollte heute mal über das Thema Komfort reden. Ich habe, meine ich, letztes Jahr schon mal ein Video zu dem Thema gemacht, wo ich einfach aufgelistet habe, was mir persönlich so Comfort gibt. Und daraus ist dann auch ein kleiner Dialog in den Kommentaren entstanden, wo ihr dann quasi auch eure Tipps und Tricks geteilt habt zum Thema Komfort. Und ich dachte, da es schon ein Jahr her ist und sich auch vieles geändert hat, wollte ich mal so einen zweiten Teil dazu machen. Und genau deswegen nehmt euch was zu essen, trinkt was, lehnt euch zurück und genießt dieses kleine Video. Ich habe das in unterschiedliche Gesichtspunkte gegliedert. Also der erste Punkt wäre zum Beispiel mein Zimmer. Also auch Einrichtung, und ich werde parallel ein bisschen einblenden, wovon ich rede, damit ihr vielleicht auch versteht, was ich meine oder so ein Gefühl dafür bekommt, was ich damit ausdrücken möchte. Was mir ganz wichtig ist, wenn ich so an mein Zimmer denke, sind halt Lampen. Ich liebe warmes Licht, indirektes Licht, gedämmtes Licht, das große Licht hinten, was man da sieht. Das mache ich nur an, wenn eine Mücke in meinem Zimmer ist oder ich irgendwas suchen muss. Aber sonst merkt man, glaube ich, auch einen Unterschied, wenn man viele Lichtquellen im Zimmer verteilt hat oder halt so kühles, großes Licht anhat. Deswegen ist das ein sehr wichtiger Punkt für mich, was Einrichtung angeht, dass ich nicht genug Lampen haben könnte. Ich habe so viele Lampen auf meiner Wishlist. Ich wünschte, ich könnte mir die alle leisten. Ich wünschte, ich hätte Platz für die alle. Aber I don't. Dann, wenn ich an mein Zimmer denke, sind Teppiche auch sehr wichtig. Vor allem, wenn die Teppiche dick sind, also so dichter und weicher. Ich liebe einfach irgendwie, ich glaube, das ist ein bisschen ein Kindheitsding, dass ich früher ganz oft auf dem Teppich lag, wenn wir irgendwie TV unten geguckt haben. Meine Eltern waren auf der Couch, ich lag irgendwie auf dem Teppich. Ich finde Teppiche irgendwie einfach so, das macht einen großen Unterschied, weil ich weiß noch, als mein Zimmer da hinter mir gar keinen Teppich hatte, sah das sehr kühl und kahl aus. Und durch diesen Teppich hat es einfach viel mehr Komfort. Und ich bin jetzt auch auf der Suche nach einem neuen Teppich, also für mein Bett. Denn ich liebe es einfach so, wenn man quasi morgens aufsteht oder nachts kurz auf Klo muss, dass man dann auf so eine weiche Oberfläche tritt. Das ist einfach so Comfort für mich. Um auf den nächsten Punkt zu kommen, das Bett, was ich gerade schon angesprochen habe. Ich finde einfach ein gemütliches Bett mit einer großen Decke oder mit mehreren Decken, mit mehreren Kissen. Eine gute Matratze ist einfach für mich die Definition von Komfort. Und deswegen bin ich so happy, dass ich jetzt dieses Bett habe. Ich blende euch auch nochmal ein paar so Tipps ein, wie man ein Bett noch gemütlicher aussehen lässt oder aussehen lassen kann. Ich habe jetzt auch eine neue Bettwäsche bekommen und habe mir dazu eine 2 Meter mal 2 Meter Decke geholt. Und ich muss sagen, das hat einen großen Unterschied gemacht, weil das fühlt sich diesmal an wie so eine Umarmung. Also, dass ich jetzt so eine riesen Decke habe. Vorher hatte ich halt 2 schmalere Decken, also 2 1,40 mal 2 Meter Decken, und jetzt habe ich eine 2 Meter mal 2 Meter Decke, und das ist irgendwie ein großer Unterschied für mich. Deswegen kann ich das auch empfehlen, falls ihr so eine Umarmung simuliert haben wollt, I guess. Dann finde ich weiß nicht, ob ich damit so ein bisschen alleine bin, ich finde, Nachttische können auch sehr viel Komfort so transmitten. Vor allem, wenn ich auf Pinterest bin und sehe, was andere für ein Nachttisch-Setup haben, was die so da drauf haben. Weil meistens hat man da ja so ein paar Essentials drauf, wie eine Kerze, die man dann eventuell anmacht, das Buch, was man gerade liest, oder halt ein Handy, Kopfhörer, Jewelry, Kristalle, whatever. Und ich glaube, so einen schönen, cuten Nachttisch oder ein schöner, cuter Nachttisch kann auch sehr viel dazu beisteuern, um so Komfort zu empfinden. Gerade wenn ich auf Pinterest bin, sehe ich das halt immer voll oft. Und ich denke mir immer so, das könnte ich irgendwie auch machen oder das finde ich cool. Die Lampe passt dazu und die Pflanze passt dazu, was mich auch wieder zum nächsten Punkt bringt, Pflanzen. Ich könnte nicht genug Pflanzen in meinem Zimmer haben. Ich muss sagen, ich habe letztes Jahr sehr viele Pflanzen gekauft. Ein paar sind gestorben, leider. Viele haben überlebt. Und ich bin auch gerade wieder auf der Suche nach einer neuen Pflanze. Dazu werde ich aber dann, glaube ich, im nächsten Video was sagen, weil die ist ein bisschen seltener, also auch ein bisschen teurer, aber die ist sehr pflegeleicht. Und ich meine, ich habe mich halt auch sehr überschätzt mit ein paar Pflanzen, weil die sehr schwierig zu pflegen waren. Und ich dachte halt so, hey, ich mach's einfach, so it's gonna survive, es wird thriven, ich krieg das schon hin. Ja, I was wrong. Deswegen
Aber wie gesagt, ich finde, Pflanzen machen einfach so viel aus und das verschönert einfach, oder es hat sehr viel Potenzial, einen Raum oder andere Räumlichkeiten zu verschönern, zu schmücken und ich könnte, wie gesagt, nicht genug Pflanzen haben. Aber ja, meine Lieblingspflanze ist, glaube ich, die Pilea, weil die einfach so durch diese runde Form und durch dieses sympathische Äußere einfach sehr comforting aussieht. Ich weiß nicht warum. Aber auch der Prozess, wenn man sieht, dass man eine Pflanze halt pflegt, dass die dann wächst oder dass halt Blüten kommen oder neue Triebe kommen, das ist einfach so nochmal so ein Wohlfühlfaktor oder einfach so ein, weiß ich nicht, einfach nochmal so ein Gefühl, dass man irgendwas richtig gemacht hat. Und das nächste in meinem Zimmer ist halt mein Kater, der ist gerade leider nicht hier. Der ist sonst immer auf meinem Bett, aber seitdem ich die Bettdecke habe, darf er leider nicht in mein Zimmer, weil wenn er halt, ja, happy ist und schnurrt, dann fährt er ganz oft so die Krallen raus und bei der Bettdecke würden halt dann Löcher entstehen und das würde ich halt ungern wollen, aber mein Kater ist halt ein sehr großer Faktor, was Komfort angeht. Ich würde dann am liebsten die ganze Zeit um mich rum haben. Das hat leider keine Hauskatze, sondern ist sehr oft draußen. Aber ja, das macht halt sehr viel aus, wenn er neben mir liegt im Bett und ich gerade irgendwie was lese oder was schaue. Das ist sehr viel Comfort added. Deswegen holt euch ein Haustier. Ja, falls ihr könnt, natürlich nur. Dann, was ich gerade mache, ist zum Beispiel ein Buch lesen. Also wieder, ich habe halt sehr viele Bücher. Ich lese gerade Der große Sommer von Ewald Ahrens. Das ist so einer meiner Favoriten, um auch so ein bisschen in die Sommerstimmung zu kommen, die jetzt ansteht, unmittelbar. Und ich finde, wenn man ein gutes Buch hat, was man lesen kann und so, wo man abtauchen kann, wo man sich ablenken kann von der Außenwelt, kann das sehr viel Komfort ausstrahlen. Ähnlich wie eine gute Show, die man, oder einen Film, den man quasi noch nicht gesehen hat oder schon gesehen hat. Und ich habe mal eine Liste gemacht für euch mit ein paar Comfort-Shows und Filmen, damit ihr euch das anschauen könnt. Vielleicht ist ja der ein oder andere Film dabei. Ähnlich finde ich sehr beruhigend, wenn ich zum Beispiel mir jetzt eine Schallplatte raussuche und meinen Schallplattenspieler benutze, den ich jetzt zu Weihnachten bekommen habe. Das beruhigt mich auch immer voll, je nachdem, was man für Musik hört. Ähnlich wie wenn ich mir jetzt zum Beispiel meine Favorite Playlist anmache oder ein gutes Hörspiel habe oder einen Podcast, wo man quasi die Stimmen schon länger kennt, wenn man quasi jetzt auf dem Weg zur Uni, Ausbildung, Praktikum, Schule, whatever ist, dass man diese Stimmen einfach immer wieder hört. Das ist auch so ein Komfortgefühl. Ähnlich wie wenn man jetzt mit einem Freund, einer Freundin oder mit einem Familienmitglied telefoniert, wenn diese jetzt nicht unmittelbar ja, um einen sind. Das ist auch ein sehr großer Punkt. Dann ist für mich halt auch sehr wichtig, wenn ich zum Beispiel male und zeichne. Das habe ich jetzt wieder für mich entdeckt. Ich mache das gerade noch auf meinem iPad, also auf Procreate. Ich habe mir da so ein paar Brushes runtergeladen. Und ich bin da gerade auch ein bisschen am Arbeiten für meine Marke, ein bisschen was am Konzipieren, aber auch jetzt, wenn ich das jetzt nicht in diesem produktiven Mindset mache, lenkt es mich trotzdem sehr oft ab und ich kann das wirklich nur empfehlen, generell so ein Hobby irgendwie zu haben oder so eine Ablenkung zu haben, die so in diese kreative Richtung geht. Das ist für mich sehr beruhigend. Was so Multimedia angeht, ist halt noch so ein, also wenn ich jetzt bei Apps bin, zum Beispiel Sudoku, ist halt sehr random, aber einfach so Spiele auf dem iPad können mich auch sehr oft so entspannen, ablenken und beruhigen. Und deswegen kann ich das auch nur empfehlen, so ein paar Mind-Games zu haben, die einen vielleicht so ein bisschen ablenken vom Stress oder einfach vom Alltag. Dann, um das Thema ein bisschen abzuschließen, finde ich, was man natürlich zu Hause machen kann, ist Kochen und Backen oder generell so, wenn man ein Comfort-Gericht hat, das halt zu backen oder zu kochen. Das ist bei mir zum Beispiel Bananenbrot. Ich liebe Bananenbrot. Ich könnte das gefühlt jeden Tag essen. Ich habe das eine lange Zeit nicht mehr gemacht. Ich weiß nicht warum, aber ich werde das heute, glaube ich, auch wieder backen. Und alleine der Geruch von Zimt oder einfach von diesem Teig, wenn er aufgeht, das löst bei mir einfach so viel aus und kann einfach auch sehr viel Komfort bringen. Ich liebe Sushi. Ich mache das nicht selber. Ich lasse das den Personen, die das können. Ich habe es einmal versucht and it was bad, very bad. Und Sushi ist für mich wirklich Comfort Food Nummer 1. Und Pasta, das ist so ein Pasta-Gericht, was ich immer mal wieder abwandle. Das könnte ich auch jeden Tag essen, aber das ist nicht gut, deswegen mache ich es obviously nicht. Aber Bananenbrot, Sushi und
Pasta. Das sind so meine 3 Komfortgerichte. Ihr könnt ja gerne mal sagen, was eure Komfortgerichte sind. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Der nächste Punkt ist tatsächlich eher das, was man vielleicht draußen macht, was man auch teilweise drin machen kann, weil man kann ein Buch jetzt zum Beispiel drin lesen als auch draußen, aber ich rede jetzt eher von sowas wie Spaziergänge, was für mich sehr wichtig ist. Ich versuche das jeden Tag umzusetzen, mindestens so 30 Minuten zu gehen, weil mich das einfach resettet. Das erdet mich extrem, gerade wenn irgendwie so Sunset ist und ich gehe abends nochmal eine Runde und ich höre dann Musik, sei es jetzt zum Beispiel das Lied Ethel Cain, also American Teenager. Ich fühle mich dann irgendwie wie ein Main Character. Ich weiß nicht, was es ist. Ich renne dann so in meinem kleinen Dorf und es ist so Sunset. Ich habe meine Kopfhörer an, habe so maximales Volumen und höre das einfach und es fühlt sich einfach an, als wäre ich in einem anderen Film, als wäre ich in so einem Coming-of-Age-Film und ich weiß nicht, das löst in mir einfach so viel Kraft aus, auch wenn das weird ist, wenn man das jetzt so sagt, aber ein guter Song, Spaziergänge, das ist für mich eine richtig, ja, beruhigende Kombination. Manchmal nehme ich auch zum Beispiel meine Kamera mit, mache da ein paar Fotos von dem Himmel oder von der Umgebung, um das einfach nochmal so wahrzunehmen, was um einen herum ist. Weil ich habe das Gefühl, man vergisst das voll oft. Und ähnlich wie Spaziergänge kann man natürlich auch zum Beispiel zum Supermarkt gehen. Supermärkte sind für mich auch können sehr beruhigend sein oder einfach auch sehr interessant sein, gerade wenn man neue Supermärkte erkundet, neue Produkte sieht. Ich zum Beispiel mache das immer so mit Anna, wir schicken uns voll immer so Hauls bei WhatsApp, wenn wir irgendwas gekauft haben oder irgendwas Neues gefunden haben, dann schicken wir uns immer so Hauls und ich finde das irgendwie so, weiß ich nicht, das gibt mir irgendwie so Comfort, wenn man so Sachen findet, die gut sind, so, die man immer konsumiert oder man neue Sachen findet, wo das Packaging irgendwie so cute ist. Also wie gesagt, Supermärkte sind für mich so eine gute Lösung, um trotzdem noch andere Menschen zu sehen, aber nicht um diese soziale Batterie so auszuschöpfen. Weil man kriegt was mit von anderen Menschen, man sieht, man ist nicht alleine. Man sieht, dass alle anderen irgendwie auch dann einkaufen. Vielleicht trifft man die eine oder andere Person. Das ist eigentlich eine gute Art, um so rauszukommen, ohne sich so zu overwhelmen. Ähnlich finde ich zum Beispiel so Blumen- und Gartencenter, aber das ist so meine Obsession mit Pflanzen und Blumen geschuldet. Ich könnte da auch Stunden verbringen. Ich war letztens auch mit Christina wieder in so einem Blumen- und Gartencenter, wo ich diese eine Pflanze, by the way, entdeckt habe. Und da könnte ich auch Stunden verbringen. Das beruhigt mich einfach so krass, die Gerüche zu riechen oder aufzunehmen, wahrzunehmen und so da rumzuschlendern. Es ist ähnlich wie ein Einrichtungshaus oder ein Baumarkt, wo man einfach auch so eine Idee im Kopf hat oder wenn man keine Idee im Kopf hat, dass man da so Inspiration sammeln kann. Und ich finde, sowas kann man gut alleine machen, aber auch mit Freunden. Deswegen kann ich sowas halt auch sehr gut empfehlen. Was wir jetzt neuerdings, also eine kleine Gruppe, also eine Freundesgruppe von mir gemacht haben oder eingeführt haben, sind so Spieleabende. Wir haben das bis jetzt einmal gemacht, dass wir uns freitags getroffen haben und haben dann ein paar Brettspiele gespielt. Das nächste Mal wird, glaube ich, nächste Woche sein, wenn ich mich recht entsinne. Und sowas finde ich halt auch cool. Das ist halt auch schwierig, wenn man jetzt zum Beispiel nicht die Möglichkeit hat, Freunde zu finden, was ja auch schwerer ist als gedacht. Bei mir war es jetzt halt einfach so der Vergangenheit, Kindheit, Schulzeit geschuldet und ich finde es cool, nochmal so eine Reunion dadurch zu haben und einfach mal was anderes, einfach mal rauszukommen, Spiele zu spielen, die man vielleicht noch nicht kennt oder die einen an eine Kindheit erinnern. Deswegen kann ich das auch sehr empfehlen, falls ihr das noch nicht macht und die Chance eigentlich habt. Brettspielabende sind underrated, würde ich sagen. Ich will jetzt nicht alles vorwegnehmen, deswegen ist das auch nochmal ein Anreiz an euch, dass ihr vielleicht einfach mal so sagen könnt, was euch Komfort bringt, dass das vielleicht auch wieder so ein Dialog wird, wo andere Leute sich austauschen können oder wo ihr euch austauschen könnt. Deswegen komme ich jetzt so zu dem letzten Punkt, ist zum Beispiel das Thema Self-Care. Da habe ich halt ganz klar das Thema Therapie gepackt, weil ich finde halt Therapie sehr wichtig. Das hat mir sehr krass geholfen. Ich mache das jetzt schon seit 4 Jahren und beende meine Therapie jetzt, glaube ich, auch in 3 Wochen. Also ich bin dann Therapie-free das erste Mal nach 4 Jahren. Ich weiß auch noch nicht, wie das sein wird, aber falls ihr so überlegt, Therapie zu machen und vielleicht auch eine Chance habt, einen Platz zu bekommen, ich weiß, dass das sehr schwer ist, macht das. Es ist wirklich sehr wichtig und auch im frühen Alter sehr
ja, wichtig, dass man das schon angeht, dass man einfach sich neu kennenlernt, dass man seine Grenzen neu kennenlernt, vielleicht auch über Probleme reflektiert oder Verhalten reflektiert, was man vorher noch nicht so gemacht hat. Deswegen kann ich das wirklich nur empfehlen, Therapie zu machen. Und ich möchte auch irgendwie, dass das enttabuisiert wird, deswegen rede ich auch so offen, seitdem ich YouTube mache, darüber, weil ich finde, das ist was Normales. Jeder Mensch sollte Therapie machen. Ich glaube, dann wäre die Welt ein viel besserer Ort. Falls euch irgendwas davon geholfen hat, würde mich das mega freuen. Ich hoffe generell, dass es euch gut geht. Ich hoffe, dass der Vlog oder dieses Video euch irgendwie beruhigen konnte, euch Comfort geben konnte. Und ich hoffe, ihr fühlt euch gedrückt. Und ja, ich bin gespannt, was ihr so in die Kommentare schreibt zum Thema Comfort.